Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzbesprechung der französischen und deutschen Straßenschilder von Mini-Art im Maßstab 1:35. Der ukrainische Hersteller Mini-Art hat sich in den letzten Jahren zu einer sehr interessanten und breit aufgestellten Marke gemausert, die im Maßstab 1:35 wirklich einiges zum Bieten hat. Neben den mittlerweile zahlreichen Fahrzeugbausätzen und Figurensets hat Mini-Art immer noch viele Ideen für neues Dioramenzubehör, das von Möbeln über Straßenlaternen bis hin zu Gemüsekisten, Tieren und Gasflaschen reicht. Das finde ich sehr löblich, da solches doch oft sehr spezielles Zubehör sonst nur als relativ teure Resinteile zu bekommen sind, wenn überhaupt. Ich denke, die meisten Dioramenbauer haben stets ein Interesse an jeder Art von Beschilderungen, da man so einem Diorama sehr leicht den passenden Kontext geben kann. So habe ich zum Beispiel auf meinem kleinen Stalingrad-Diorama sehr gut solche Schilder von Mini-Art einsetzen können, da in jenem Set eben spezifisch für die Stadt Stalingrad vorgesehene Schilder mit dabei waren. Ich habe also schon etwas Erfahrung mit den Schildersets von Mini-Art und möchte euch deshalb diese zwei relativ neuen Sets vorstellen, nämlich je einen Satz französische und deutsche Straßenschilder aus der Zeit der 1930er und 1940er Jahre. Die beiden Sets sind sich nämlich grundsätzlich ziemlich ähnlich, weshalb sich hier eine doppelte Bausatzbesprechung gut anbietet. Die Art der Verpackung ist typisch für Mini-Art, das ist so ihre Standardgröße für Figuren oder Dioramenzubehör. Der Karton ist wie immer sehr dünn ausgeführt, ist jetzt hier nicht so ein Problem, nachdem der Inhalt nicht sonderlich bruchgefährdet ist, aber mich stört da immer eher dran, dass sich die Kartons im Lauf der Zeit dann einfach auflösen. Also wenn man das länger im Lager liegen hat, dann werden die halt zerdrückt oder die Klebestellen gehen auf und alles fällt raus. Finde ich nicht so gut. Da könnte Mini-Art vielleicht ein bisschen was Stabileres nehmen, aber hier ist es jetzt konkret kein Problem. Auf der Rückseite haben wir dann die Anleitung, also was den Zusammenbau angeht, mit ein paar Gestaltungsvorschlägen und auch die Bemalung. Wir haben hier unten jeweils eine Farbtabelle, die bezieht sich auf Vallejo, Mr. Color, AK Real Color, Mission Models, Emo by MIG und Tamiya. Das ist doch eine ganz reichhaltige Auswahl. Die Schachteln sind Seitenöffner, das ist schon mal gut. Und innen drin finden wir dann jeweils hier ein Päckchen mit den Spritzlingen und den Abziehbildern. Wie gesagt, für den Inhalt ist es eine angemessene Verpackung. Wenn da irgendwas bruchgefährdeteres drin wäre, wäre das nicht so gut. Aber hier ist es vollkommen in Ordnung. Hier seht ihr den Lieferumfang der beiden Sets. Hier einmal die französische Beschilderung, hier die deutsche Beschilderung. Die Unterschiede sind nicht so groß. Der Spritzling A ist identisch und der Spritzling BD ist identisch. Was dann unterschiedlich ist, sind hier diese Spritzlinge und hier und natürlich die Abziehbilderbögen. Und da fällt auch noch auf, dass wir bei den französischen Schildern noch einen zusätzlichen Spritzling bekommen. Der ist hier beim deutschen Set nicht notwendig. Schauen wir uns das Ganze aus der Nähe an, wieder beginnend mit dem französischen Straßenschilder-Set. Hier der Spritzling A, der liegt doppelt bei. Und hier finden wir so ein Andreaskreuz, die Pfosten, wo dann die Schilder rankommen. Hier ein Wegweiser und das sind so einfach nur rechteckige Schilder. Kann man dann als Ortsschild verwenden zum Beispiel. Wir haben auch auf der Rückseite schöne Details. Also das kommt ganz gut. Jetzt hier bei den französischen Schildern brauchen wir hier diesen unteren Zusatz nicht. Da sagt die Bauanleitung, der ist abzutrennen, was aber auch leicht geht. Ja, ansonsten macht es einen guten Eindruck hier, diese Erkaltungsmarken, die man hier sehen kann an den Teilen. Das ist jetzt nichts, was man irgendwie versäubern muss. Das hat keine Textur, das ist einfach nur eine Erkaltungsmarke, nichts weiter. Der Spritzling BD liegt ebenfalls doppelt bei und beinhaltet die metallenen Bestandteile der Beschilderungen. Also wir haben hier einmal diese Eisenpfähle,
und hier die Blechschilder. Ja, schön detailliert, auch nicht zu aufwendig beim Versäubern und ich kann hier eigentlich keine Mängel erkennen, wie Sinkstellen oder unnötig viel Grat. Also das macht einen guten Eindruck. Hier auch sauber die Kanten abgesetzt, dass man dann auch wirklich hier so einen Rahmen hat, wo dann das Abziehbild sich später sauber einfügt. Also das ist wirklich schick, kann sich sehen lassen. Auch den Spritzling BA bekommen wir doppelt im Bausatz und hier haben wir zwei ovale Schilder und hier diese Verankerungen für die Schilder. Ich denke, die sind im Original aus Beton und hier haben wir eben eine Bodenplatte und zwei Hälften. Ja, das passt, glaube ich. Das ist vielleicht nicht die eleganteste Lösung, weil man da auf jeden Fall ein bisschen was versäubern muss, aber nachdem es ja Beton sein soll, kann man das dann auch sehr großzügig vielleicht mit Mr. Surfacer bestreichen. Dann sind hier diese Oberflächendetails auch nicht so relevant. Die dürfen dann gern ein bisschen schwammiger werden. Ja, auch hier gibt es nichts zu bemängeln. Sieht super aus. Und dann haben wir noch den Spritzling AF. Der liegt nur einfach bei und ist beim deutschen Set nicht beinhaltet. Also ist nur beim französischen Schilderset mit dabei. Hier bekommen wir einige dreieckige Schilder und hier noch ein rundes Schild mit dem Pfosten schon dabei. Ja, auch hier gibt es nichts zu bemängeln. Scharf detailliert. Und mir gefällt auch bei den ganzen Schildern, dass wir auf der Rückseite hier auch einige Details haben von der Verschraubung bzw. der Befestigung. Also kann sich echt sehen lassen. Und dann zu guter Letzt noch der Abziehbilderbogen. Der fällt hier doch ziemlich reichhaltig aus. Die Abziehbilder sind auch sehr sauber gedruckt. Da ist kein bisschen Versatz zu erkennen. Der Trägerfilm ist auch nur sehr klein. Also sind wirklich sehr schöne Abziehbilder. Mini-Art hatte früher ziemlich schreckliche Abziehbilder. So vor 10 bis 15 Jahren noch. Aber mittlerweile sind die wirklich super. Bin ich auch ziemlich froh drüber. Ja, was haben wir hier so? Ja, die üblichen Verkehrszeichen. Parken verboten und so weiter. Halteverbot. Ja, hier was für ein Bahnübergang. Hier wird ausgeschildert, wo es zur Feuerwehr geht. Einbahnstraße. Das sind hier noch Richtungsanzeigen. Hier dann Ortsschilder. Metz, das ist im Elsass. Sommières-Églises sollte bekannt sein, ist in der Normandie. Lille an der belgischen Grenze. Calais, ja, am Kanal. Dieses Hirson, oder wie das heißt. Ich entschuldige mich gleich bei allen Franzosen, wenn ich die Ortsnamen hier irgendwie verstümmel. Das ist auch an der belgischen Grenze und hier dieses Schild finde ich besonders interessant. Die Voie Sacrée. Das war ja im Ersten Weltkrieg die Heilige Straße, also die Nachschubstraße nach Verdun. Und hier eben in der Form, wie es dann zur Zeit des Zweiten Weltkrieges ausgeschildert war. Da gibt es ein relativ bekanntes Foto, wo ein paar deutsche Soldaten 1940 neben diesem Schild stehen, mit einem Klavier nebenbei. Finde ich ganz interessant. Das wollte ich mal bauen. Und hier ist ja die passende Beschilderung schon mit dabei. Also praktisch, sehr praktisch. Ja, sind schöne Abziehbilder. Da sollte es keine Probleme geben. Kommen wir nun zu den deutschen Beschilderungen. Die Spritzlinge A und BD sind identisch zu denen, die wir auch bei den französischen Beschilderungen finden. Haben wir uns ja schon angeschaut. Deswegen möchte ich da nicht zu viel dazu sagen, außer dass es eben absolut identisch ist und auch keine Makel hier vorhanden sind. Also alles in Butter, würde ich mal sagen. Schauen wir uns stattdessen genauer an, wo die Unterschiede liegen. Der Spritzling AE,
zum Beispiel liegt dem französischen Set nicht bei. Beim deutschen Set ist er doppelt beinhaltet. Und hier finden wir nochmal hier so einen Pfosten und 3 Fundamente. Die müssten auch aus Zement oder Beton gefertigt gewesen sein und sind hier einteilig ausgeführt. Also hier müssen wir dann nicht irgendwas verspachteln und verschleifen. Das ist schon mal ein kleiner Vorteil. Dann haben wir hier noch eine Beschilderung für die Straßennamen. So in der Machart, wie man das vielleicht in Großstädten finden würde, wie Berlin zum Beispiel. Also auf dem flachen Land wurde sowas nicht verwendet. Ja, das sieht doch ganz hübsch aus. Und hier dann nochmal 2 dreieckige Schilder mit abgerundeten Ecken. Also das ist dann oben sozusagen. Ja, sauber gefertigt, kaum Grat zu sehen. Und das Ganze ist auch relativ leicht auszulösen und zu versäubern. Macht einen sehr guten Eindruck. Und auch hier bekommen wir wieder sehr schöne Abziehbilder. Kann nur wiederholen, was ich gerade eben über die französischen Schilder gesagt habe. Alles sehr sauber gedruckt und ja, sollten sich auf jeden Fall sehr schön verarbeiten lassen. Ja, wir haben hier so diverse Verkehrsschilder, aber auch hier Straßennamen. Da fällt mir zum Beispiel gleich die Friedrichsstraße ins Auge. Das ist eine große Straße in Berlin zum Beispiel. Ja, was haben wir hier noch? Autobahnen Berlin-Hamburg. Das hier eine Bundesstraße oder damals noch eine Reichsstraße, Reichsstraße 1. Reichsautobahn Nürnberg-Berlin, also was heute die A9 ist zum Beispiel. Frankfurt, das müsste das Frankfurt sein, Frankfurt am Main, also nicht Frankfurt an der Oder. Zossen, das ist bei Berlin. München, ja, ist München, beziehungsweise hier, das ist die Reichsstraße 2, was heute die Bundesstraße 2 ist, nach München, also das müsste Raum Augsburg sein. Das ist natürlich für mich wieder ganz interessant, nachdem ich ja hier aus der Gegend bin. Ja, bietet sich auf jeden Fall an, wenn man ein Diorama bauen möchte, wie die Amerikaner zum Beispiel Augsburg besetzt haben. Da würde sich das ganz gut anbieten, weil ich denke so, ja, gute 60 Kilometer ist es nach München von Augsburg aus, also das kommt auf jeden Fall gut hin. Ja, schöne Abziehbilder, schöne Auswahl, auch eben verschiedene Regionen abgedeckt. Also damit lässt sich auf jeden Fall arbeiten. Ja, alles in allem 2 sehr nützliche und reichhaltige Sets, mit denen man auf jeden Fall, ja, sagen wir mal, zwischen einem halben und einem Dutzend Dioramen ausstatten kann, wenn man möchte. Also das gibt wirklich aus. Hat man auch was davon, wenn man öfter mal Dioramen bauen möchte, hat man da auf jeden Fall einiges an verwendbarem Material. Schön finde ich eben die Mischung aus Beschilderungen, die man zum einen in der Stadt findet, aber eben auch auf dem flachen Land. Also da ist eigentlich auch für jeden Hintergrund irgendwie das Passende dabei, und wenn man jetzt so geografisch sich das anschaut, ist das Ganze auch ein bisschen verteilt über die jeweiligen Länder. Bis vor einigen Jahren gab es da auch nicht so viel Auswahl, was diese Beschilderungen angeht. Da gab es eigentlich nur ja, so kleinere Hersteller oder Verlinden zum Beispiel, aber die haben einem ja auch wirklich nur die Schilder geliefert und nicht irgendwelche Pfähle und Pfosten. Und das ist hier eben alles dabei, und deswegen ist es auf jeden Fall eine tolle Alternative, beziehungsweise finde ich sogar eben auch besser, weil es eigentlich preislich auch attraktiver ist. Also für ein so ein Set zahlt man ungefähr 11 Euro. Das ist auf jeden Fall fair und angemessen, also da gibt es wirklich nichts dran auszusetzen. Gut, so viel zu diesen beiden Bausätzen. Ich hoffe, ihr fandet die Besprechung hilfreich und interessant, und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamid Kabakas.